Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 28. Juni 2025. Surfen am Eisbach wieder erlaubt. Nach dem tödlichen Unfall im April ist die Welle am Münchner Eisbach jetzt wieder geöffnet. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat die Freigabe am Freitag bekannt gegeben. Die Surfer waren sofort vor Ort. Einige standen schon um 14 Uhr auf dem Brett. Die Freude ist groß. Doch gibt es neue Regeln. Surfen ist nur noch von 5:30 Uhr bis 22 Uhr erlaubt. Nur erfahrene Sportler dürfen ins Wasser und sie müssen eine Buddy-Person dabei haben. Außerdem ist jetzt eine selbstlösende Sicherungsleine Pflicht. Diese soll verhindern, dass man unter Wasser gezogen wird. Das passierte vermutlich bei dem Unfall im April, bei dem eine Frau gestorben ist. Die Surfer sehen viele Regeln positiv. Nur das Verbot fürs Nachtsurfen wird kritisiert. Trotzdem überwiegt die Freude. Auch die Interessensgemeinschaft IGSM ist zufrieden. Sicherheit ist wichtig, sagt Sprecher David Roth. Bundestag stoppt Familiennachzug für 2 Jahre. Der Bundestag hat entschieden, dass viele Geflüchtete ihre Familie für 2 Jahre nicht nach Deutschland holen dürfen. Das gilt für Menschen mit eingeschränktem Schutz, vor allem aus Syrien. Die Regierung sagt, dass sie den Zugang besser kontrollieren will. Innenminister Dobrindt erklärt, dass es ein System gibt, bei dem eine Person zuerst kommt und danach die ganze Familie nachzieht. Dieses System soll nun gestoppt werden. Viele Organisationen und Parteien sind damit nicht einverstanden. Sie betonen, dass Geflüchtete ohne ihre Familie nur schwer in Deutschland ankommen und sich sicher fühlen können. Ladendiebstahl in Deutschland nimmt weiter zu. In Deutschland wurden im Jahr 2024 Waren im Wert von rund 2,95 Milliarden Euro gestohlen. Das zeigt eine neue Studie des EHI-Instituts. Besonders oft werden Alkohol, Markenkleidung, Elektronik und Kosmetik geklaut. Auch Babynahrung und Rasierklingen sind betroffen. Immer mehr Händler berichten, dass an Selbstbedienungskassen mehr gestohlen wird, oft auch unbeabsichtigt. Viele Täter werden nicht erwischt. Laut Studie bleiben 98% der Diebstähle unbemerkt. Baerbock warnt vor AfD im Bundestag. In ihrer letzten Rede im Bundestag hat Annalena Baerbock die AfD scharf kritisiert. Sie nennt die Partei eine Gefahr für die Demokratie. Grund ist ein Gesetzentwurf der AfD. Staatliche Gelder sollen nicht mehr an viele Organisationen fließen. Baerbock spricht von einem Angriff auf die Zivilgesellschaft. Annalena Baerbock wird ab September ein Jahr lang Präsidentin der UN-Vollversammlung in New York sein. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören.